Also eigentlich bin ich angesichts dessen, was hier in Deutschland sich in den letzten Tagen zugetragen hat, sprachlos. Und deshalb trotz meiner Sprachlosigkeit, ich bekämpfe die mal sozusagen durch ein paar Sprüche oder durch ein paar Äußerungen, die ich hier machen möchte. Vielleicht nicht wortgenau, aber hier über eine Verschwörung durchaus sprechen können. Eine Verschwörung gegen die Demokratie, eine Verschwörung gegen das Parlament, eine Verschwörung gegen die Wähler und die Bürger. Willkommen in der Realität. Ungeschönt, ungefiltert, unangenehm für die da oben. Was Herr Brandner hier raushaut, ist eine Abrechnung mit der politischen Elite, die sich hinter verschlossenen Türen ihre eigene Version von Demokratie zusammenbastelt. Gewaltenteilung, eine Farce, unabhängige Justiz, eher ein Club der Altparteien. Brandner nimmt kein Blatt vor den Mund und zeigt auf, wie tief dieses System manipuliert wird. Wer glaubt, wir leben in einer echten Demokratie, sollte sich dieses Video unbedingt ansehen. Also, haut eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert. Es wird noch spannender. Auf geht's! Ja, danke Bernd. Auch guten Morgen von mir. Der Bernd Baumann hat darauf hingewiesen, historische Woche, möglicherweise auch 2 historische Wochen, die vor uns liegen. Wir hoffen sehr, dass es keine hysterischen Wochen werden, weil eine gewisse Verunsicherung und Hysterie ist ja auch auf Seiten derjenigen, die eine neue Regierung bilden wollen, durchaus zu vernehmen. Also eigentlich bin ich angesichts dessen, was hier in Deutschland sich in den letzten Tagen zugetragen hat, sprachlos, sodass diese Pressekonferenz von meiner Seite eigentlich schnell vorbei wäre. Aber wir haben eine Pressekonferenz und deshalb trotz meiner Sprachlosigkeit, ich bekämpfe die mal sozusagen durch ein paar Sprüche oder durch ein paar Äußerungen, die ich hier machen möchte. Ich habe im Vorfeld schon davon gesprochen, dass wir eigentlich aus meiner Sicht vielleicht nicht wortgenau, aber hier über eine Verschwörung durchaus sprechen können. Eine Verschwörung gegen die Demokratie, eine Verschwörung gegen das Parlament, eine Verschwörung gegen die Wähler und die Bürger Deutschlands, dergestalt, dass hinter verschlossenen Türen und offenbar auch unter tatkräftiger Beihilfe von Frau Baas Absprachen stattgefunden haben, in die wir hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht nicht eingebunden ist. Aber da sind wir auch Kummer gewohnt, wenn Sie sich an die Corona-Zeit erinnern. Da gab es ja auch seltsame bis gar keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Hinterher kam dann raus, dass das Bundesverfassungsgericht sich zumindest zu einer Sause im Kanzleramt getroffen hatte mit der damaligen Regierung, wo auch über die Corona-Probleme gesprochen wurde. Also auch da ganz kurze Dienstwege. In der Zwischenzeit habe ich kleine Anfragen dazu gemacht, wie oft treffen sich die Spitzen der obersten Gerichte mit der Exekutive. Das ist auch sehr häufig, können Sie nachlesen. Wir hoffen aber, dass das Bundesverfassungsgericht hier dann trotz der Nähe des Bundesverfassungsgerichts zu den Regierenden oder zukünftig zu Regierenden und auch trotz der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht ja nur aus Richtern besteht, die von Parteien vorgeschlagen wurden. Es sind nicht alle Richter in Parteien Mitglied, aber man wird, ohne von einer Partei getragen zu werden, nicht Richter am Bundesverfassungsgericht. Sie wissen selber, dass es untereinander aufgeteilt haben, dass die Altparteien, CDU, CSU, SPD kriegen die Richter, ab und zu mal ein Grüner, ab und zu mal ein FDPler. Und die Richter entscheiden natürlich nicht immer nach Parteibuch, das will ich gar nicht unterstellen, aber die wissen natürlich, wo sie herkommen. Und im Zweifel, Sie kennen ja die Justitia, verbundene Augen, die Waage davor, wie die Waage ausgeglichen ist, vielleicht gibt dann die Parteinähe durchaus den Ausschlag. Wo sind wir jetzt hier? Frau Baas hat eingeladen zu 2 Sondersitzungen des alten, abgewählten und aufgelösten Bundestages. Das ist vielleicht noch eine Besonderheit. Bernd Baumann hat gerade ausgeführt, es gab schon mal die Situation, dass zwischen einer Neuwahl des Bundestages und der Konstituierung des neuen Bundestages der alte Bundestag zusammengekommen ist, 1998, 97 oder 98. Da ging es um einen Bundeswehreinsatz. Allerdings mit den maßgeblichen Unterschieden, dass es überhaupt nicht streitig war damals. Es gab also keine wechselnden Mehrheiten sozusagen, was vor der Wahl und nach der Wahl war. Und der Bundestag war auch nicht aufgelöst worden durch den Bundespräsidenten. Der Bundespräsident hat ja den jetzt bestehenden Bundestag aufgelöst, um Neuwahlen einzuleiten, was den jetzigen alten Bundestag eigentlich noch mehr schwächt. Und dazu gibt es also weder Rechtsprechung noch überhaupt irgendetwas. Das gab es noch nie. Und was da Ende der 90er Jahre sich zugetragen hatte, ist auch rechtlich nicht überprüft worden vom Bundesverfassungsgericht. Woran Sie erkennen können, da gab es keinen Kläger, das war alles einhellig und deshalb nicht so problematisch wie jetzt, wo wir ja gefühlt ein halbes Dutzend Klagen und Antragsschriften beim Bundesverfassungsgericht haben. Unsere von den Linken, von einzelnen
anderen Abgeordneten. Also es ist hochstreitig, was da passiert. Was hat Frau Baas gemacht? Frau Baas hat in der letzten Ältestenratssitzung kundgetan, also der Ältestenrat hat nicht etwa darüber entschieden, Frau Baas hat kundgetan, dass sie den Bundestag, und zwar den alten, einberufen müsse, weil es die CDU-CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion so verlangt hätten. Dafür findet sich allerdings schon weder im Grundgesetz noch in der Geschäftsordnung des Bundestags eine Stütze. Wir haben eine Vorschrift im Grundgesetz, wortgleich in der Geschäftsordnung des Bundestags, wonach auf Verlangen von 1/3 der Mitglieder die Bundestagspräsidentin verpflichtet ist, den Bundestag einzuberufen. Das haben wir hier aber nicht. Hier haben sich 2 Fraktionen zu Wort gemeldet. Wir wissen nicht innerhalb der Fraktionen, wie die Mehrheitsmeinung, wie die Mehrheitsbildung war, wie viele da jeweils zugestimmt haben. Also es steht schon auf ganz tönernen Füßen und ist unser erster Angriffspunkt, dass wir sagen, das ist schon illegitim, oder illegal, was da passiert ist, verfassungswidrig, was Frau Baas da gemacht hat. In der Folge selber ist es so, dass sich unsere Klage auf 3 Kläger stützt. Zum einen auf die AfD-Bundestagsfraktion, auf ein altes Fraktionsmitglied, also jemand, der in der alten Fraktion schon drin war, das bin ich, und auf ein Fraktionsmitglied, was in der neuen Fraktion drin ist, das ist die Frau Rathert. Die sind also sozusagen stellvertretend für die anderen aufgetreten. Im Kern rügen wir die Parlamentsautonomie, die Selbstorganisation des Parlaments, dass die nicht beachtet wurde, das Selbstversammlungsrecht des Parlaments. Wir haben eine pflichtwidrige, demokratiefeindliche Einberufung des Bundestages durch Frau Baas, die, was den neuen Bundestag angeht, als Treuhänderin dafür tätig ist, dass der neue Bundestag einberufen werden kann oder muss. Weitere Rechte, was den neuen Bundestag angeht, hat sie nicht. Wenn Sie mitschreiben wollen, wir rügen die Verletzung der Artikel 20 2 Absatz 1, Absatz 2, Absatz 3 Grundgesetz, 38 Absatz 1 Grundgesetz, 39, 40, 42 Absatz 2 Grundgesetz, 76, 77 und 79 Grundgesetz. Das sind unsere Angriffspunkte. Wir sind der Auffassung, dass Frau Baas, wie gesagt, nicht einladen durfte aufgrund der Rechtslage, Stichwort 1/3 der Mitglieder, und im Gegenteil verpflichtet ist, den neuen Bundestag einzuberufen und es nicht sein kann, dass der alte Bundestag über so weitreichende Maßnahmen entscheidet. Jetzt wird immer eingewandt, ja, es gibt ja keine parlamentslose Zeit, durchaus legal mag das sein. Darüber kann man trefflich streiten. Wie gesagt, entschieden ist es noch nicht. Es soll keine parlamentsfreie Zeit geben. Deshalb gibt es diese Übergangsvorschrift von bis zu 30 Tagen. Das ist aber keine Mindestdauer, sondern die Maximaldauer, die da eine Rolle spielt. Aber wir sind der Auffassung, dass das hier nicht greift, weil Frau Baas problemlos den neuen Bundestag hätte einberufen können, dessen Abgeordnete übrigens auf der Bundestagsnetzseite schon nachvollziehbar sind. Die sind da genannt, auch nicht mit irgendwelchen Einschränkungen. Die Fraktionen haben sich ausweislich einer Pressemitteilung des Deutschen Bundestags bereits in der vergangenen Woche alle konstituiert. Also spricht also alles dafür, dass man den Bundestag, den neuen, einberufen kann. Eine Notlage, ein Notfall, eine absolute Eilbedürftigkeit, die dafür spricht, vielleicht doch noch den alten Bundestag zu bemühen, können wir auch nicht erkennen. Es ist allgemein bekannt, dass es deshalb stattfindet, weil die alten Mehrheiten ausgenutzt werden sollen. Und das spottet natürlich jeder Beschreibung hohn, dass sozusagen diejenigen, die da Koalitionsverhandlungen führen oder Sondierungen und Koalitionsverhandlungen führen, dass die erstmal eine Gelddruckmaschine anwerfen und dann schauen, wo sind noch gerade ebenso passende Mehrheiten. Dann nimmt man sich den alten Bundestag, den hätte man übrigens wahrscheinlich nicht genommen, wenn der neue Bundestag diese Mehrheiten aufweisen würde. Daran sehen Sie mal, was hier in Deutschland los ist. Es kann nicht sein, es gibt kein Wahlrecht, welchen Bundestag ich da irgendwie nehmen kann, damit ich die Mehrheiten finde, die mir passen. Also es gibt ganz viele Ansatzpunkte. Letzter Ansatzpunkt vielleicht von mir noch, dass wir noch ein weiteres Konfrontationsschreiben eingereicht haben am gestrigen Tage. Das bezieht sich dann auf eine weitere Organklage mit Eilantrag, Stichwort Heilmann. Das war ja der Einwand des CDU-Abgeordneten Heilmann beim Gebäudeenergiegesetz, bei diesem Heizungsgesetz, dass die Beratungsdauer zu kurz war. Und das greifen wir inhaltlich mit einer neuen Organklage, die dann heute oder morgen eingereicht wird, auch noch auf. Zum Stand der Dinge ist es so, wir haben am Montag unsere Klageschrift eingereicht. Bis heute hat sich Frau Baas oder der Bundestag dazu nicht positioniert. Wir haben keine Stellungnahme. Das Einzige, was wir mitgeteilt bekommen haben, war eine Stellungnahme der Bundesregierung in 3 anderen Verfahren, die die Bundesregierung gegenüber dem Bundesverfassungsgericht abgegeben hat. Die wurden uns zur Kenntnis zugesandt. Also mit unserer Klageschrift, die ungefähr 85 Seiten
85 Seiten umfasst, hat sich bisher inhaltlich seitens der gegnerischen Partei, Frau Baas, niemand gekümmert. Insoweit erstmal meine kurzen einleitenden Worte. Bernd wird schon nervös, aber ich bin jetzt fertig, Bernd. Wenn ich mal so in Auch nicht Rage bin. nervös. Vielen Dank für deine Ausführungen. Hörte sich jetzt auch nicht nach Sprachlosigkeit an, muss ich sagen, aber ich habe es ja einleitend gesagt. Hast du sehr gut gemacht. Stefan Brandner spricht hier einen ziemlich fragwürdigen Vorgang an. Friedrich Merz will den alten, bereits aufgelösten Bundestag nochmal einberufen. Und das nicht aus nostalgischen Gründen, sondern um neue Schulden durchzudrücken, die er mit der neuen Regierung wohl nicht so einfach durchbekommen würde. Das zeigt doch, wie wenig Respekt manche Politiker vor demokratischen Abläufen haben. Ein aufgelöster Bundestag sollte Geschichte sein und nicht als Werkzeug für Tricksereien missbraucht werden. Dass ausgerechnet Bärbel Baas da eine entscheidende Rolle spielt, überrascht kaum. Wenn es darum geht, Regeln nach eigenem Belieben auszulegen, sind SPD und Co. immer ganz vorne dabei. Und natürlich werden die Richter, die über solche Fragen entscheiden, aus den eigenen Reihen rekrutiert. Da kann man sich ungefähr ausmalen, wie neutral solche Urteile ausfallen. Brandner hat also völlig recht, das scharf zu kritisieren. Denn wenn einmal solche Türchen geöffnet werden, wird das sicher nicht das letzte Mal sein, dass man demokratische Prozesse auf den Kopf stellt, um politische Ziele durchzudrücken. Was denkt ihr darüber? Schreibt's in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.